Wie wunderschön die Natur doch ist, wie mühelos sie sich wandelt, von Jahreszeit zu Jahreszeit. Scheinbar ganz ohne Anstrengung lassen die Bäume ihre wunderschön gefärbten Blätter los. Mit einer sanften Ruhe und einem Urvertrauen geben sie sich dem Rhythmus des Lebens hin. Trotz ihrer Größe und Stärke kann man die Leichtigkeit in ihrem Sein spüren. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sehr mich Spaziergänge in der Natur inspirieren und meine Kreativität anregen. So sind auch die Gedanken zu diesem Video entstanden, inspiriert vom entschleunigenden und mühelosen Rhythmus der Natur. Hier sind 10 wunderbare Möglichkeiten, wie wir wieder mehr Leichtigkeit, Entschleunigung und Lebensfreude in unseren Alltag bringen können. Etwas nur für sich selbst machen, ohne dass es einem bestimmten Zweck dient, ohne es mit dem Rest der Welt teilen zu müssen oder ein bestimmtes Ergebnis dadurch erzielen zu wollen. Einfach etwas tun, weil es dir Freude bringt und gute Laune macht, auch wenn es nur für eine halbe Stunde sein mag. Uns öfter mit der Natur verbinden. Ganz bewusst die Rinde eines Baumes anfassen, die herabhängenden Blätter oder einen Baum umarmen. Es mag sich zunächst vielleicht seltsam anfühlen, gleichzeitig ist es aber auch so beruhigend und entschleunigend. Barfuß herumzulaufen ist auch eine wunderbare Art, sich wieder mit der Natur zu verbinden und sich zu erden. Die weiche Erde, das Gras unter den Füßen zu spüren oder einfach mal barfuß durch den Schlamm zu laufen, so wie früher zu Kinderzeiten. Den Morgen ohne Handy beginnen. Ich stelle immer wieder fest, wie viel besser ich mich am Morgen fühle, wenn mein Handy nicht neben mir am Nachttisch liegt. Wenn das Erste, was ich tue, nicht der Griff zum Handy ist. Dieser fehlende Input in den ersten Momenten nach dem Aufwachen lässt mich viel ruhiger und meist auch zufriedener in den Tag starten. Sich körperlich bewegen, weil man seinen Körper liebt und wertschätzt und nicht, weil man sich selbst nicht mag und in ein Ideal hineinquälen will. Es macht so einen großen Unterschied, mit welcher Intention wir uns bewegen. Wenn ich spaziere, tanze oder irgendwelche Übungen mache, weil ich mir etwas Gutes tun will, löst es ganz andere Gefühle in mir aus. Bin ich sanfter und liebevoller mit meinem Körper, fühle ich mich deutlich ausgeglichener und zufriedener. Den Abend mit Kerzenlicht verbringen. Einfach mal ein paar Teelichter im Zimmer verteilen oder sich eine schöne Kerze anzünden. Vielleicht noch langsame, entspannte Musik dazu und diese gemütliche, zauberhafte Atmosphäre genießen. Es hat etwas ganz Entschleunigendes und Meditatives, dem Flackern eines Kerzenlichts zuzuschauen. Herumfahren oder auch spazieren ohne ein bestimmtes Ziel. Sich ins Auto setzen und einfach losfahren oder in der Gegend herumwandern, ohne irgendwo Bestimmtes ankommen zu wollen. Einfach mal hinter der nächsten Ecke links, anstatt wie immer rechts abzubiegen
und sich überraschen zu lassen, was einem so begegnet. Dieses Gefühl, zu wissen, dass man nirgendwo Bestimmtes ankommen muss, nimmt Geschwindigkeit raus und hat etwas überaus Beruhigendes. Das Essen mehr zelebrieren. Sich mal etwas mehr Zeit nehmen für das Abendessen zum Beispiel, auch wenn es vielleicht nur am Wochenende sein mag. Mit schöner, entspannter Musik im Hintergrund oder netter Gesellschaft. Nicht durch den Prozess hetzen und alles möglichst schnell und effektiv zubereiten zu wollen, sondern sich Zeit lassen, das Essen schön anrichten, den Geruch und die Farben mal ganz bewusst wahrnehmen und es genießen. Einfach mal beobachten, was um einen herum passiert, ohne selbst Teil davon zu sein. Die eigene Aufmerksamkeit voll und ganz dem widmen, was vor einem geschieht. Ob es die spielenden Kinder sind, die vorbeiziehenden Autos, das Gras, das sanft vom Wind hin und her geschaukelt wird, oder der traumhafte Sonnenuntergang, den wir meist gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir so sehr mit unserem Leben beschäftigt sind. Einfach mal Beobachter statt Akteur sein und sich voll und ganz im Moment verlieren. Etwas Neues ausprobieren. Es kann so etwas Simples sein wie eine Frucht, die man bisher nie gegessen hat. Ein neues Kartenspiel oder Rezept, barfuß im Schnee laufen oder ganz früh aufstehen und die Stille für sich alleine genießen, nähen lernen oder ein kleines Bastelprojekt beginnen. Es kann so erfrischend und aufregend sein, etwas Neues auszuprobieren. Oft reicht schon ein kleiner Schritt raus aus dem Altbekannten, um wieder neue Energie und Lebensfreude in den Tag zu bringen. Und wer weiß, vielleicht entdeckst du ja sogar eine neue Leidenschaft. Mehr Gespräche von Herz zu Herz führen, gerade mit den Menschen, die uns nahestehen. Wie oft sprechen wir über den Alltag, über andere Menschen oder über irgendwelche banalen Dinge? Und wie oft öffnen wir uns wirklich, reden über unsere Gefühle und trauen uns auch mal verletzlich zu zeigen? Es kann so gut tun, sich etwas von der Seele zu sprechen, eine andere Perspektive zu hören oder von den persönlichen Erfahrungen und Erkenntnissen anderer zu hören. In solchen Gesprächen von Herz zu Herz kann so viel Heilung und Verbundenheit entstehen. Ich weiß, dass uns all diese Dinge bekannt sind, dass ich hier im Grunde nichts Neues mit euch teile. Und doch machen wir Menschen diese Dinge, die uns eigentlich so gut tun, viel zu selten. Meist überwiegen dann doch unsere Gewohnheiten, alteingesessenen Überzeugungen oder einfach die Bequemlichkeit. Daher tut es mir auf jeden Fall sehr gut, ab und zu mal eine kleine Erinnerung oder Inspiration von außen zu erhalten. Ich hatte mal irgendwo gehört, dass jemand sagte, sieh es so, als würdest du in einem Laden einkaufen. Nimm nur das mit, was du brauchst. Du musst nicht alles kaufen. Und genau so ist es mit dem, was du hier hörst. Nimm das mit, was mit dir resoniert. Alles andere kannst du getrost stehen lassen. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal.